Der designierte US-Präsident Donald Trump, der plant ja ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ziel des Treffens soll es sein, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Trump erklärte in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida, Putin wolle dieses Treffen und man sei dabei, es zu organisieren. Trump tritt ja sein Amt am 20. Januar an und hatte im Wahlkampf versprochen, den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden nach Amtsantritt zu beenden. Guten Morgen, hier im Studio Christoph Wanner. Christoph, mit den 24 Stunden, daran muss man sich nicht aufhängen. Also das ist Polemik, das ist einfach großmäulig, klar. Aber wenn es zu Gesprächen kommen sollte zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten, welche Option, glaubst du, gäbe es denn überhaupt, sich so nahe zu kommen, um zu sagen, wir wagen, was auch immer, einen Waffenstillstand, einen Frieden, soweit will ich mal gar nicht vorgreifen? Also ich denke, das ist meine persönliche Meinung, dass auch die Russen bereit sein könnten, in absehbarer Zeit für mal zumindest einen Waffenstillstand. Und die Maximalforderungen, die Putin immer wieder artikuliert hat, ich denke, dass da auch noch einigermaßen Spielraum ist. Also Putin hat am 14. Juni in Moskau im Außenministerium einen Auftritt gehabt und hat genau formuliert, unter welchen Voraussetzungen man bereit ist, Frieden zu schließen. Und das Wichtigste ist, dass in den Augen von Putin, dass die Ukraine die 4 Provinzen räumen muss, komplett, die Russen im September 2022 annektiert haben. Also Cherson, Zaporozhye, Donetsk und Lugansk. Die Russen kontrollieren von diesen Provinzen aber nur einen Teil. Am besten sieht es für die Russen immer aus russischer Sicht gesprochen noch in Lugansk aus mit 99%, Donetsk vielleicht 67%, Zaporozhye, Cherson 72% jeweils. Und ich denke, dass die Russen bereit sein könnten, Frieden zu schließen, wenn ihnen diese Gebiete überlassen werden, die sie heute kontrollieren, und dass sie von dieser Maximalforderung abrücken, dass die Ukrainer diese Provinzen komplett räumen müssen. Ja. Ja, und dann auch diese Sache, die Putin immer wieder fordert, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Auch das wird, glaube ich, nicht verhandelbar sein. Bei diesen Forderungen wird er bleiben. Aber Thomas, noch eine Sache. Dieser Krieg zehrt auch die Russen aus. Dieser Krieg und auch die Sanktionen, die zeigen Wirkung. Es ist nicht so, dass das alles an den Russen spurlos vorübergeht. Das ist ein dauernder Kraftakt, jeden Tag diese Sanktionen zu umgehen. Und die Wirtschaft ist auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und auch das sorgt dafür, dass sie überhitzt ist, gnadenlos überhitzt. Und ich denke, dass die Russen einfach diesen Krieg nicht endlos lange führen können. Und Putin weiß das. Und deswegen wird er bereit sein zu Kompromissen. Das ist meine persönliche Meinung.